So, hier ist eine Stelle für Serien. Lass uns mal ganz kurz aktivieren und ein bisschen aufladen, weil ich habe die ganzen Bomben jetzt verbraucht hier. Das ist ungünstig. So, sehr gut. Begegt euch zum nächsten Aufzug. Guck mal hier, der fängt auch schon wieder an zu hibbeln hier. Zu wackeln. Musik steigert sich. Wieso explodieren die immer? Bringen die sich dann selber um, oder? Beamen die sich einfach weg? Aha, Was haben wir hier? Amtsschwur des Senators. Ich schwöre hiermit feierlich, APHES ehrlich, gesetzestreu und loyal zu dienen. Ich werde weder unehrlich handeln, noch versuchen, mir persönlich Vorteile zu verschaffen. Und ich schwöre, die Rechte des Volkes zu respektieren. Sollte ich meinen Schwur brechen, werde ich mich den strengsten Strafen stellen. So wahr mir die Götter helfen. Er hat sich bemüht. Er war stets bemüht. Alter, 4 Kolosse! Are you serious? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Wow. Oh. Fix und fertig hier. Los, Hilda. Wir hatten so einen weiten Weg. Wir werden es ja schaffen jetzt. Komm, Chaka. You're here. I was starting to worry. I told you we'd catch up. We just met with a bit of trouble. What trouble? Some Templars appeared from behind. They may have been teleported here to take us by surprise. I'll go take care of... No, there's no time. Leave it to Bion and Evangelos. We must continue our ascent. The mistress is right. Leave this to us. Evangelos. Don't worry, Sanctus. Surviving is just one of my duties. I understand. May the three bless you. Let's go. Na dann. Dem Nordwind sei Dank, es geht euch gut. Durch die Gnade der Götter richtet Eumenides seine Magie auf euch, was es einfacher machte, mit den Templern fertig zu werden. Aber es scheint ihn nicht zu interessieren, dass wir hier sind. Er wird seinen Schwachpunkt nicht so einfach zeigen, aber wir können anhand des Zustands der Templer erkennen, dass er geschwächt ist. Bleibt jedoch immer auf der Hut. Auch in seinem Zustand ist er noch ein ernstzunehmender Gegner. Den Rest lege ich in eure Hände, Hilda. Oh. Für einen Moment dachte ich fast, ich würde zu den Sternen aufbrechen. Keine Sorge, ihr seid noch am Leben. Es ist schön, euch zu sehen. Puh, und ebenfalls. Ich kann nicht glauben, dass wir schon so nahe sind. Ich auch nicht, Evangelos. Ich auch nicht.
Na dann, Runde 2 und dann beamen wir uns mit dem Aufzug nach oben. Oh, wow. Sheesh. So Jungs, jetzt kann ich euch guten Gewissens alleine lassen. Die meisten habe ich weggeschnüffelt. Alright. Das ist ein sehr langer Aufzug. Im Jahr 537 des Zeitalters des Wissens schwor Altor, 17. Archon des Klerus, vor seinem Tod, dass er einen Tempel auf der Kellermspitze bauen würde, den Göttern der Sterne gewidmet und im Gedenken an die friedvolle Herrschaft seines Vorgängers Vespa. Archon des Klerus, der die Menschen zur Demokratie und Frohsinn führte. In diesem Tempel werden die Menschen auf ewig daran erinnert, den Göttern der Sterne dankbar zu sein und langanhaltenden Frieden in einem perfekten demokratischen System anzustreben. Im Jahr 1300 des Zeitalters des Wissens führte Petrius, Archon des Klerus, die 4. Renovierung durch. Aha. Alter, das sieht sehr eindrucksvoll aus wieder. Halt. Aktivieren. Na, Ladies. Stop right there, all of you. There's still time to turn back. That voice. It's him! Ignore him. Just keep moving. Da ist er. Eumenides! I must admit I'm somewhat impressed by your foolish persistence, Minerva. To think you're actually standing with Serene. You truly are out of options, aren't you? It's possible. Or perhaps I'm really no different from you. And Hilda, why have you come? What's happened in APHES has nothing to do with you. That's not true. And I know you won't just stop at this city. I also wanted to ask you. I have urgent business, so I'll give you time for only one question. Oh, Eumenides ursprüngliche Absichten ansprechen. Eumenides Ideale ansprechen. Ursprüngliche Absichten. I've heard much about you in APHES, Senator Eumenides. Up until now, some even believed you were originally acting in APHES' best interests. But the ritual you want to perform now? Is this truly what you want to do? Why not ask Minerva? She's supposed to be the one who understands me best, is she not? I once said, if I weren't Aristor, you wouldn't like me. Do you remember how you answered me back then? I said I still would. No. You would just look at the tools in my hand and assess the value they could produce. And me? I would look at your robes and think how unobtainable a woman who wears such finery is. I don't see Minerva when I look at you. I see only the Aristoi. And when you look at me, you see not Eumenides, but only a commoner. Love lets us break through all constraints. That was how I answered you at the time. You still remember that conversation, human? Just as you also remember. I told you, I've never changed. Oh, doch, hast du. I feel more than just hatred and responsibility for this city. I truly want to do something for it. Human! But now I see clearly. Since you cannot understand me, how could you possibly support my ideas? I will no longer seek agreement. May we meet again in the stars. Wait, what of the Northwind Legion, human? Yeah. Where are they? And here I was thinking you didn't care about outsiders. Interesting.
It seems I may be somewhat better even than you. Hä? Oh. Damn, he's gone. What did he mean just now? I'm not sure, but I have a bad feeling about this. No matter what happens, we'll face it together. Understood? Thank you. Das Spiel verunsichert mich, ne? Es verunsichert mich ungemein. Was sollte denn diese Bemerkung jetzt? Dieser Bastard, hat er gerade die Nordwindlegion erwähnt? Bei den Winden, irgendetwas stimmt hier nicht. Wo ist Papa? Warum habe ich ihn und meine Brüder noch nicht gesehen? Oh nein, bitte nicht. Die werden doch wohl jetzt nicht missbraucht, oder? Für dieses Ritual? Please not. Was ist das da? Der schwarze Ritter von hinten? That's my father! Nein! 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 Oh Gott, nein! Bitte nicht! By the gods. He's controlled by Eumenides, just like the Templars. That monster! I feel his aura is different. Don't you agree, Minerva? I do. Unlike the Templars, the energy in his body is fighting back against the control. Irenaeus said that this condition is known as the boundary. It's when the soul's been opened, forming a channel through which others can enter. Since it can be opened, naturally, it can also be closed. How exactly is this done? Tranquilite is the key to the spell. If the channel between his soul and human's consciousness were closed, then he'd be freed. Understood. You'll cast the spell, and I'll support you. Hilda, Minerva and I will free Harold from Human's control, but it's up to you to draw his attention. What should I do? Anything that grabs Harold's attention and weakens him will do. Oh I Gott. believe you can do it. As for the rest, let us handle it. Alright, and thank you both. Also so wie Garrison müssen wir jetzt ein bisschen ablenken, bewusstlos machen oder irgendwie Papa? schwächen. Hild, why are you so obsessed? The north wind blows to the south. That's what you taught me. I can't turn back now. Besides, Papa, I'm certain you know that Eumenides is planning to use the Nexus's power to control everything! You must have stayed here because you were going to fight back against his scheming. You are the commander of the Northwind Legion! If he gets his way, everything we've done here will be meaningless. Our mission would be meaningless. I must stop. I'm being forced to attack you. I'm not afraid to fight you, Papa. The adherents will free you from Eumenides' control. Gott. Ernsthaft? Oh Gott, Power. Alter, ich geh voll mit, ne, mit dem Spiel. Oh Mann. Who's there? Focus! Nein. Die Musik. Papa! Harold's been freed. It's a miracle. It went even better than I anticipated. Your father's fine, Hilda. You can stop worrying now. Sicher? By the winds, I'm so... Thank you. My child, come. Let me have a look at you. Papa!
don't look so sad. Are you all right? I told you to leave this place. No, I can't. Eumenides still needs to be stopped. He has to pay for what he's done. By the winds, you're still so stubborn. Wie du I auch. won't let Commander, may I interject? Mistress Minerva. I hope you can understand that Hilda is the key to saving APHES. I know you love your daughter dearly, but she's far more capable than you imagine. We can't do this without her. I'm sure you also understand that we must put a stop to Eumenides' plan, and we're running out of time. Besides, you can't continue to fight Eumenides in your current state. We were able to close the channel he used to control your soul only temporarily. If you get near him again, he could reopen it at any time. Oh nein. Oh, may your mother forgive me. Hild, as commander, I order you to pursue Eumenides and stop his ritual. This is your new mission. Papa, Yeah. are you... If his powers can affect all of APHES, then they can also affect Ambari. This is his real desire. It's not just liberating a city. But I'll leave this matter to you now. Understood, Commander. I accept this mission. Good. Hild? Endlich traut er uns mal was zu. Du wirst es nicht bereuen, Papa. Über den Verbleib der Nordwindlegion sprechen. Ja, was ist mit den anderen? By the way, Otto's with the adherents now. He's doing well. Otto's still alive? It's wonderful. What about the others? Where are they? They're already on their way back. I watched them leave APHES myself. Aha. Eumenides knows I don't trust him, so he feared the Legion being here would hinder his plot. Once we finished what we'd agreed to, he couldn't wait to send the North Wind Legion out of the city, and I found an excuse to stay. Because I knew you were still here. And Eumenides planned to use me against you. But in the end, I lost. Oh, Father. We'll be reunited with them soon. I swear it. Minerva said that your aura is really strange. Do you feel ill at all? I'm fine. Me attacking first must have worked. The Spellbreak gem was quite useful after all. The Spellbreak gem? Eumenides' apparition must draw energy from the Nexus before it can take form. Because of that, he's vulnerable, as long as you disrupt the energy flow between them. I discovered that Marble was researching a device that could break the flow of magical energy. The whole time I was arranging for people to gather the materials and make it, but nobody knew what my true goal was. Eumenides couldn't monitor us at all times, but that gave me the opportunity to finish it. I thought you just quietly accepted Eumenides' dangerous ambitions. At the time, I had no choice but to tell you that. The fewer people who knew, the better. Kleine I Schlitzohr. understand. I understand everything now, Father. When I was in the Glittering Deeps, I was so stupid. Worrying about you, insisting on staying in APHES. You don't need to apologize. I'd thought of everything, but I didn't anticipate that your stubbornness would lead to the final chance to fight back against Eumenides. Ja. You planned to rebel against Eumenides from the start? Rebelling against Eumenides was just a consequence, not the goal. In order to ensure that the objective of Operation Ashwin could be achieved, I had to consider lots of possible follow-up measures. What makes the Northwind Legion elite is that we don't just look at how things appear on the surface. I was sure to make arrangements. Arrangements? So you mean our comrades who left have other tasks? Lifting the king's curse was just one objective. We also need to eliminate the possibility that the Ephesians' curse could harm others. The timeline's a little messy. All I can say is that when I realized what the real threat was, I started a plan. But if word that I failed makes its way back to Ambari, Ludwig will immediately start preparations for a battle against APHES and Eumenides. And if that comes to pass, it will be a terrifying war of Dann magic. eskaliert alles. Hild, today you've given us a new chance. By the winds! I will stop him! Oh, wow. This Spellbreak gem was damaged in the battle with Eumenides. Although it can't harm him anymore, he should be considerably weaker now. Take Sehr it. gut. It's no longer any use as a weapon, but it can still provide some protection.
Okay. Unser Papst, das gewiefte Schlitzohr. Das ist das erste Mal, dass Papa sagt, dass er mir nichts mehr beizubringen hat. Ich werde die Mission abschließen und dem Ganzen ein Ende setzen. Ich bin entschlossener denn je. Der Nexus. Herods Gegenangriff. Impressive, Harold. You managed to fight back even when I had complete control. Unfortunately, you lost anyway. You have to use my amulet when you're in APHES. Any attempted resistance is useless. Denkst du? I fulfilled my promise to let you take the artifact that will lift the king's curse, and I promised to let you deal with Hilda yourself. I must say, I am puzzled as to why you still betray me. I must do my duty to fight any enemy of Anbar. Am I your enemy? Once I rescue APHES, I will bring a brighter future to the whole world. I'm going to build a free and equal new world, free of class division. You're just like the others, ignorant and foolish. This isn't over. What? You used the spell gem. Do you have any idea of the consequences? I'd rather die than to let you control the Nexus. As commander of the Northwind Legion, I will not risk allowing you to become a threat to Ambari. You underestimate the power of the Nexus. I was going to reunite you with your family on the Trinity night. But now is as good a time as any. Kill anyone who approaches the Nexus, including your daughter. Then kill yourself, Harold. Yes, Master. I can't waste my magic on others anymore. Aha, hast dich jetzt so doll geschwächt, wa? Ja, ist so unser Vorteil, ne? Sehr schön. Was ist hier? 1327 des Zeitalters des Wissens führte Senator Eumenides die erste Aspiration aus, um das Volk von seinen Mutationen zu heilen. Schlussendlich wurde Eumenides vom Nexus absorbiert. Die astrale Energie und die Schwankungen vor Ort waren von großer Macht, dass aus der Mitte der Formation ein schrecklicher Lärm und eine helle Lichtsäule hervorbrachen. Leider konnten wir den eigentlichen Vorgang, durch den Eumenides vom Nexus verschlungen wurde, nicht beobachten. Sein Körper war unversehrt wie der eines in Bernstein eingeschlossenen Insekts. Ich, meine Ehefrau, deren Minerva und Serene haben diesen Ort mehr als 100 Jahre lang beobachtet. Beim Versuch, den Nexus zu untersuchen oder Eumenides aus ihm herauszulösen, setzten wir vielfältige Stenitmagie ein. Alle unsere Bemühungen bleiben erfolglos. Verzweifelt versuchten wir, eine neue Theorie zu erarbeiten. Als Reaktion auf Asterigos verhängte Marvel jedoch eine absolute Abriegelung der Stadt. Und das Rätsel um Eumenides und den Nexus wurde in den Augen des Archons der Legion zu einem Tabuthema. Viele Male haben wir versucht, die Notwendigkeit des Nexus zu ergründen. Inmitten der zivilen Unruhe möchte ich jedoch niemand meinen Gedanken widmen. Meine Frau und ich versuchten, den Zustand und die Beschaffenheit des Nexus festzuhalten, auch mit den zeichnerischen Mitteln. Dann machten wir eine schreckliche Entdeckung. Eumenides' Körper wird nach und nach vom Nexus verzehrt. Dies ist ein sehr langsamer Prozess. Es dauert 70 Jahre, bis wir diese Veränderung tatsächlich bestätigen konnten. Den Grund dafür verstehen wir nicht. Warum sollte Eumenides vom Nexus absorbiert werden? Warum sollte sich sein Fleisch mit der Zeit mineralisieren? Und was am wichtigsten ist Eumenides noch bei Bewusstsein? Wir verfügen noch nicht über die Technologie und die Methoden zur Beantwortung dieser Fragen und der Senat beabsichtigt, bis auf weiteres nicht einen neuen Archon des Klerus zu wählen. Ich kann nur zu den Göttern der Sterne beten und hoffen, dass der Archon sich der Untersuchung des Nexus so rasch wie möglich widmen kann. Oh Mann.
Alle Wege führen nach APHES. Der Zeitpunkt ist gekommen, meine Freunde. Das Erwachen. I did it. After merging with the Nexus, I've manifested my apparition for the first time. Congratulations on retrieving your consciousness and taking control of a portion of the Nexus. My research on the Titan has finally made progress. That's why I can guide your consciousness to draw its power. I'm pleased my theory is proved right again. Even if you can only control a small part of the Nexus's power, it should be enough for you. I can feel it. You're no longer an ordinary human. You're something beyond flesh, beyond magic, beyond the stars. I want to ask why you, but it doesn't matter now. All the hard work I've done to awaken you has paid off. I am perplexed, though. Why is it that you're the one who merged with the Nexus? I would have been happier if it was Serene who ascended with me. Perhaps beyond this power lies something we call fate. Where are you going? I'm leaving APHES. There's nothing I want here, and the truth I seek is far away. But before I go, let me ask, what are you going to do next? I will save APHES. I must repay the debt I owe this city. Now that I have the power to save them, I won't fail again. Just as I expected. You're still a fool trapped in this tiny city. Anyway, farewell. Was ist Petrus denn dann, wenn er kein Mensch mehr ist? I have to come up with something that's sure to succeed. I have to save everyone. I have to find a way that won't fail. Oh Mann. Eumenides, ich komme. Gleich. Da ist doch eine Truhe. Sorry. Oh. Sehr gut. Okay, jetzt aber. Here it is. Die Zeit der Tyrannei ist vorbei, Eumenides. You've overcome that matter with your father, haven't you? There aren't many people of your age who possess such a strong will. Looking at you, I'm reminded of how I was back then. Idealistic, self-confident, believing I could do anything. Why have you come here now, though? Is it for justice? For peace? Or for yourself? I could ask you the same thing. If everyone is against you, why not just let them carry on as they are? You don't know what I've seen here. I've seen the possibility of a better world, one that can make everyone happier. Who would be happier? Can you even understand what happiness is as you are now? If you truly care about Minerva, then you should know how she feels right now. How can you possibly look at her face and tell me she's happy? I'm not
I'm asking you, are you truly even Eumenides? No, of course I am still Eumenides. Dann beweise So you es. haven't changed. I believe you. But the Nexus is influencing your actions. It's made you think you don't need your humanity. Now that you've seen Minerva, though, there's no way you can still believe it. No! Silence! I was wrong. I shouldn't be talking about these things with you. You're disrupting my will, influencing me. Why do you do this? Because even through this whole mess, someone's cared about you through it all. And I promised her that I'd beat the living daylights out of you so she won't have to. You mean to tell me that's the only reason you came here? How utterly foolish. Puh, na dann. Ich hoffe, wir können ihn jetzt befreien von dieser Beeinflussung des Nexus, der ihm sämtliche Menschlichkeit raubt. Wow. Aua. Wow, wo ist er? Wow, was? Alter, Eumenides! Ein Tänzchen fällig, oder was? Aber die Angriffe, die sind echt episch, ne? Die sind voll geil. Au. So, erstmal kurz ein Fläschchen. Aua. Sternstaub hinterkippen. Wo ist er denn? Hör auf, dich wegzubeamen. Ich will dich doch nur retten. Für jene, die du liebst. Geliebt hast oder die dich lieben. Wow. I can't cast. What's happening? It looks like Harold's device is taking effect. Minerva, he's... It's all right now, child. He can't cast another spell. Give in, Eumenides. The current you will soon be free from your delusion. Even if you create another apparition, you won't be able to do it before we carry out the ritual. We've won.
That does seem to be the case. End me, Minerva. End the Nexus. I've spent so much energy trying to change this world. Oh, truly, it's been too much. So much that I can't accept my failure. Maybe you're right. Maybe I've already changed. Have you forgotten who I am? If we're going to talk about the mistakes you've made, then you and I are the same. Sins committed as a human being must be atoned for as a human being. If you die, then I promise that nobody will forgive you. But if you live, then perhaps you still have time to mend some wounds. No. I can't do that. Das kannst du. You can. And you'll do it because I will be beside you. Don't, Minerva. I would rather hurt you, make an enemy of you, even be killed by you. Just kill me now. At least you will become a hero. Human, you've always borne your burdens on your own and decided what's best for me. But just this once, you must let me decide. Was passiert? Thank you, Hilda. I've done all that I wished to do. Next, we do what we need to do. Once we place the relics on the Nexus array, this will all be over. Let me know once you've set up the relics. I'll wait until you're through. Ha, aber... Oh, hi, ihr seid ja auch schon angekommen. Wow. Was? You did well, my daughter. Did I make you proud, Papa? Oh. What do you think? I don't know. I just feel like I didn't do well enough. This was my first time operating alone, without anyone guiding me. So, I did a lot of things without permission. Whether it was Barad, or Andreas, or Marble, I don't think I handled it all the right way. But I do understand now that there is a price for all of my choices. Well said. I'm sorry, Papa. All this time, I know I made you worry about me. Well, I should have believed in you a little more. I've always wanted to protect you, to make sure you grow up safely. But I couldn't acknowledge just how resilient you are. You're an outstanding soldier, and you're also my daughter. I'll always be proud of you, Hild. Hör auf, sonst heul ich noch. Serene? Oh, sorry. Zu spät. I just haven't come around yet. It's incredible. Everything feels like it happened just yesterday. I'm flooded with so many memories all of a sudden. But most importantly, I want to thank you. Thank you for all you've done for us. Ihr seid die Heldin von APHES, Hilda. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich Heldin sage, so meine ich das im politischen Sinne. Es ist nicht zu leugnen. Ich erkenne, dass ihr noch sehr jung seid und viel lernen müsst. Ihr wollt einfach nur eure eigenen Wege gehen. Und gerade wegen dieser Eigenschaft stehen euch alle Möglichkeiten offen. Manchmal braucht die Geschichte Menschen wie euch. Was für ein Mensch kann ich werden? Haha, ab jetzt haben wir jede Menge Zeit, darüber nachzudenken. Wenn Andreas hier sein könnte, wäre auch er glücklich, glaube ich. Andreas. Keine Sorge, er tragt keine Schuld an seinem Ende. Wenn jemand schuld ist, dann er selbst. Und ich. Vergesst seinen Zynismus. Er und ich hatten dieselben Ideale. Wir sehnten uns nach Hoffnung. Obwohl ich den Gedanken immer verdrängt hatte, ich wünschte sehr, er könnte hier bei mir sein. Wie närrisch von mir. Es tut mir leid, Oh nein, meine Liebe, es ist nichts, es geht mir gut. For the people. Ich rede jetzt nochmal mit ein. Warum nicht? Wir haben ja die Zeit. I can't believe it. You should. We did it. Thank you, child.
You may not be able to feel it, but to me, looking back on the last millennium, I never thought I'd actually make it to this moment. Need a handkerchief? No. I want to feel the excitement in my heart to its fullest. Do my eyes deceive me? You really did it. It's amazing, but I don't know what to say. Now, finally, my brothers may rest easy. Ich hoffe, jetzt geht auch wirklich alles gut. Nummer 1. Eumenides hat sich jetzt aufgelöst. War das jetzt nur das Phantom oder ist er irgendwo noch da, dass er gerettet werden kann? Das durchschaue ich jetzt gerade noch nicht so. Here we go. Das Finale? Ich dachte, das Finale war schon. Oh Gott. The relics are all ready. At the risk of being too sentimental, Hilda, all of this is due to your hard work. Thank you. We did this together. You did well too. You really know how to push your luck, child. Hey, I just noticed. Your necklace, it looks a lot like mine. It's true. Do you remember what I once told you? That the necklace is a token? Memento is one of House Laurel's greatest pieces of craftsmanship, and it was once used as proof of the house's bloodline. Huh? Wait, does that mean I might be the descendant of an Ephesian? Will you return to Anbari now? Yes, but I'll really miss you. Yes, as will I. Was? Minerva hatte den Fluch aufgehoben, aber die Epheser konnten nicht akzeptieren, dass sie den Nexus geopfert hatte, um Eumenides zu retten. Sie sagte, sie sei für ihn verantwortlich. Sie und Eumenides gingen zusammen, ohne eine Spur von Reue im Gesicht. Als der Fluch aufgehoben war, löste sich der Nexus auf und endlich befreite Eumenides
wurde verbannt. Wird er auf dieser Reise der Reue irgendwelche neuen Gedanken haben? Nach diesen Ereignissen wurde Serene zum mächtigsten Archon und ist für den Wiederaufbau von APHES verantwortlich. Nach einem kurzen Urlaub folgte Evangelos ihr und machte sich an die Arbeit. Nachdem Minerva gegangen war, widmete sich Roxanne dem Klerus und diente als Priesterin auf der Akropolis. Jetzt, da sie einen Neffen zu versorgen hatte, nutzte sie die Gelegenheit, ihm Wissen zu vermitteln. Obwohl Minerva verbannt wurde, hält Bayern immer noch an einem seinem Gelübde fest. Er folgte Minerva und Eumenides und verließ APHES, um seinen Pflichten treu zu bleiben und den beiden zu dienen. Nachdem Asterigos aufgehoben war, widmete sich Marissa wieder der Aufführung ihrer Kunst. Ihre schönen Melodien und herausragenden Fähigkeiten ziehen immer ein großes Publikum an. Brocane unterstützt gelegentlich den Tempel, während sie beim Wiederaufbau von APHES hilft. Vielleicht fühlt sie sich aufgrund ihrer Verbindung zu Marion unbewusst Irenaeus nah. Serene ernannte Irenaeus zum neuen Archon des Klerus. Obwohl sie ganz unterschiedliche Perspektiven haben, schaffen die beiden, eine gute Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. Shay und alte Weißfrau sind jetzt auf Abenteuerreise, aber sie haben sich von ihren alten Gewohnheiten nicht lösen können. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich sie selbst verhaften. Nach seiner Rückkehr nach Anbari sagte Otto, dass er die Erinnerung an seine gefallenen Brüder ehren würde. Er trainiert härter und arbeitet auf eine Beförderung hin. Ich freue mich sehr für ihn. Jetzt scheint mein Vater mich mehr zu akzeptieren und zu tolerieren. Manchmal ist er sogar bereit, mit mir zusammenzuarbeiten. Karl würde sich bestimmt sehr freuen, wenn er sehen könnte, wie gut wir jetzt kooperieren. Als ich den Aphesern half, dachte ich eigentlich nie daran, dass sie mir danken würden. Sie haben sogar eine Statue für mich errichtet. Das ist mir so peinlich. Jetzt verstehe ich, dass es eine Grenze dessen gibt, wozu ich fähig bin. Aber zumindest werde ich eine starke Soldatin und fähige Assistentin meines Vaters sein. Ich werde alles der Nordwind-Legion und meinem König widmen. Oh mein Gott! Das musste jetzt sein. Oh mein Gott, das sind die Credits. Alter, was? Alter. Ich muss jetzt was sagen, ne? Das sind die Credits. Jetzt muss ich was über das Spiel sagen. Oh Gott. Wie lange hat uns das Spiel jetzt begleitet? 4, 5 Monate? Das ist irre. Wow. Oh, die Musik, die ist so schön. Die Credits gerade und die Zusammenfassung, wie alles geendet ist, das war gerade so schön. Wir haben eine Statue für uns errichtet. Ich dachte, da passiert jetzt noch was zwischen Otto und Hilda. Egal. Man kann nicht alles haben, ne?
Aber der Vater hat sie jetzt akzeptiert, hat gesehen, wie viel Stärke, wie viel Potenzial in ihr steckt, in seiner Tochter. Und Hilda stammt von einer Apheserin ab. Sehr komisch. Aber es wurde nicht aufgelöst. Was? Wir haben den König gerettet, wir haben APHES gerettet, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da wir das Spiel jetzt beendet haben, würde ich ja gerne mich mal freuen über eure Meinung, was ihr von dem Spiel gehalten habt, was ihr gut fandet, was euch vielleicht gestört hat oder genervt hat. Das würde mich echt interessieren. Lasst gerne euren Senf unten in den Kommentaren da. Und Moti. Ja, Moti, Essen. Nein. Oh Mann, wow. Ich bin immer so furchtbar schlecht, was Zusammenführungen irgendwie angeht in Credits. Also was mich ein bisschen gestört hat, ist halt das viele Lesen und die vielen Dokumente, ne? Also wenn man das alles vorgelesen hat, war man nach einer Zeit echt heiser. Und es war ein Riesenberg an Informationen, den man sich gar nicht merken konnte. Was ich mich jetzt aber auch frage, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Was ich mich jetzt frage allerdings, was ist jetzt mit Petrius? Petrius hat die Stadt verlassen. Da gab es auch keine wirkliche Auflösung. Shay und alte Weißbraue sind abgehauen, toll. Ich weiß nicht, kommt da irgendwie noch ein DLC oder was? Weil es hat ja viel Potenzial für ein DLC, muss man ja dazu sagen. Was ist jetzt mit dem Oberkobold, mit diesem Anführer der Koboldbande, zu denen Shay und alte Weißbraue ja gehören? Ob wir dann DLC vielleicht kriegen von Anbari, wie Hilda in Anbari da irgendwie Probleme löst oder Aufträge oder was? Das würde mich echt interessieren. Also viele Sachen, die noch irgendwie offen sind. Und Minerva und Eumenides haben wieder zueinander gefunden. Haben neues Leben angefangen und als einfache Bürger sind sie jetzt in die Welt hinausgezogen, weg von APHES. Das ist schön, das hatte ich gehofft, dass wir den retten können. Also, diese Welt, die ganzen Locations, die Artworks, da wurde so viel Liebe zum Detail reingesteckt. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel. Es war extrem lange, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich mit Zeit nehmen sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Unterstützt die Entwickler gerne. Kauft das Spiel. Ich habe jetzt vieles tatsächlich übersprungen an Nebenaufträgen und sowas. Noch eine schwierigere Runde. Ah. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Was wollte ich jetzt sagen? Egal, ich habe es vergessen. I'm overwhelmed. Also wenn ihr jetzt im Verlaufe beim Zugucken gemerkt habt, ja, es ist was für euch, dann bitte kauft das Spiel, unterstützt die Entwickler. Ich weiß noch nicht mal, das ist ein Indie-Entwicklerteam, oder? Ich kann es irgendwie gerade noch nicht so realisieren, dass wir es jetzt echt geschafft haben. Also, da sage ich nur, eigentlich hieß es doch auch in Styx, dass so ein Monster frei gelassen worden ist. Dass das Monster frei gekommen ist, dieses Schlangenvieh. Das haben wir jetzt auch nicht mehr gesehen. Was daraus jetzt wird. Naja, ist ja auch egal. Leute, ich habe wirklich Freude gehabt, euch das Spiel zu zeigen, mit euch das Spiel zusammen durchzuspielen. Und ich danke euch auch sehr für die lieben Däumchen, die ihr da gelassen habt und die Kommentare. Also das zeigt mir, dass es euch gefallen hat. Huch, ich stoße hier schon an mein Mikro. Es zeigt, dass es euch gefallen hat und dass es Anklang bei euch gefunden hat. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes angehen werde. Ich habe das Spiel wirklich genossen. Auch so diese Art antikes RPG, römisch-griechische Eindrücke, das war irgendwie genau meins. Ja, den Narkes haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen, dem haben wir ja geholfen. Es waren halt so Krümel-Klecksel-Aufgaben, die so ein bisschen Zeit noch vom Spiel das Spiel hinausgezögert haben, das Ende. Aber ich habe versucht, alles so Mögliche mitzunehmen, natürlich euch zu zeigen. Aber es ist nicht annähernd das, was das ganze Spiel bereithält. Ich habe ja vieles schon übersprungen oder offscreen auch erledigt, deswegen lohnt sich da schon, sich das Spiel zu besorgen und dasselbe alles nochmal zu durchleben und zu erleben. Vielleicht auch unterschiedliche Antwortmöglichkeiten dann zu geben.
Genau. So, und ich glaube, auch wenn es mir schwerfällt, war es das. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei einem neuen Let's Play-Projekt. Und ihr könnt gerne, wie gesagt, eure Meinung äußern, Däumchen wieder da lassen oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein kostenloses Abo. Und ja, dann beende ich erstmal hier die Folge. Es war mir ein Genuss. Zum Wohl. Genießt den Tag noch. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.